Hallo zusammen, ich freue mich ganz besonders, dass ich heute Leonhard von Bibra zu Gast haben darf. Leonhard ist Filmemacher und hat einen eigenen politischen YouTube-Kanal. Er ist mit einer Amerikanerin verheiratet und hat bei seiner letzten USA-Reise im April den bekannten MAGA-Influencer Charlie Kirk getroffen, der gestern tragischerweise bei einer großen Veranstaltung von einem Unbekannten erschossen worden ist. Wie gesagt, im April hat Leonhard Charlie Kirk getroffen. Herzlich willkommen auf Talk for Ukraine, Leonhard von Bibra. Vielen Dank für die Einladung. Super. Leonhard, ich habe sofort an dich gedacht, als ich gestern diese tragische Nachricht von Charlie Kirk gehört habe. Und das sowas soll einfach nicht passieren, darf nicht passieren. Ich wollte dich erstmal ganz persönlich fragen, was hast du empfunden, als du diese Nachricht gehört hast vom Tod von Charlie Kirk? Ja, ich glaube, das erste Gefühl ist einfach Schock und auch Trauer definitiv. Sowas darf nicht passieren, sowas kann nicht sein. Es steht leider sinnbildlich dafür, wie unfassbar gespalten Amerika mittlerweile ist. Ich finde es auch einfach tragisch, weil er 31 Jahre alt ist, Ehemann, Vater von zwei kleinen Kindern, ähm, und ist auch einfach ein Einschüchterungspotenzial hat für öffentliche Debatten insgesamt. Also es ist auf einer persönlichen Ebene unfassbar tragisch. Dann kommt natürlich dazu, dass ich jetzt im April auf einem äh, ziemlich identischen Event war. Das war Teil der gleichen Tour. Mhm. Das heißt, das Setting war genau das gleiche. Das heißt, ich konnte mich natürlich direkt in diese Situation hineinversetzen. Mhm. Und ja, die politische Dimension ist da noch natürlich überhaupt nicht drin, aber ich glaube, dass man wirklich ohne Übertreibung das einreihen kann in John F. Kennedy, Martin Luther King und jetzt Charlie Kirk, weil er natürlich nicht Amtsträger ist, nicht in so einer Funktion, aber er war maßgeblich mit daran beteiligt, die jungen Wähler für Trump zu begeistern. War jetzt gerade in der zweiten, also in der dritten Kampagne, quasi jetzt in der zweiten geglückten Kampagne, extrem involviert. Und viele haben in ihn auch schon in 10, 20 Jahren einen zukünftigen Präsidenten gesehen. Und er war halt die Stimme der jungen MAGA-Bewegung. Und deswegen kann man, glaube ich, die politischen Auswirkungen kaum überschätzen. Das ist wirklich unfassbar. Genau, das schreit geradezu förmlich danach, nach Verschwörungstheorien, die jetzt ins Kraut schießen. Diese Gedanken hatte ich jedenfalls. Wie ging's dir? Also, Ja, also ich meine, wir wissen ja noch wirklich wenig bis nichts über den Täter und den Hintergrund der Tat. Es kann ein psychisch Verrückter sein, es kann aber auch ein Linksextremer gewesen sein. Ich finde, das ist aber ist nur bedingt relevant, denn die Reaktionen, die es jetzt trotzdem gibt, die sind natürlich sinnbildlich dafür, dass auch Linksextremismus viel zu lange vernachlässigt wurde und auch heruntergespielt wurde. Also ich finde es wirklich abstoßend und mm, einfach nur mm, unfassbar, was es da für Häme und Genugtuung auf der linken Seite gab. Einer der MSNBC-Reporter wurde dann zum Glück auch gefeuert danach, aber hat halt im Prinzip gesagt, so wer Hate Speech sät, muss sich dann nicht wundern. Also ich paraphrasiere jetzt, dass man dann daran stirbt. Und dann denke ich mir halt so, die Frage ist auch, was du mit Hate Speech meinst, weil für mich war Charlie Kirk bei allen inhaltlichen Differenzen, die es definitiv gab, die ich mit ihm habe, war er jemand, der auf den politisch Andersdenkenden losgegangen ist und bereit war, eine Debatte zu führen. So, das war ja auch das, wo er gestern dann erschossen wurde. Es ist diese Prove Me Wrong Tour, wo er quasi sagt, hier, Open Mic, challenge mich, fordere mich heraus, so, ich will eine offene Debatte haben. Und mm. dass so jemand jetzt getroffen wurde, ist halt echt tragisch, ja. Also das ist wirklich Wahnsinn, denn bis jetzt, Charlie Kirk war ja einer von von den Leuten aus der MAGA-Bewegung, natürlich abgesehen davon, dass er extrem einflussreich war, aber er hat tatsächlich mit sich reden lassen und das hast du persönlich erfahren. Du hast ihn herausgefordert, du hast mit ihm debattiert und du hast ihn an einigen Stellen tatsächlich zum Nachdenken gebracht. Kannst du kurz mal erzählen, was das für Stellen waren? Ich meine, man kann es auch angucken in dem Video, was du veröffentlicht hast anschließend. Darüber werde ich auch unten verlinken. Aber erzähl bitte kurz doch mal, welche Stellen das waren, wo du ihn herausfordern konntest und zum Nachdenken bringen konntest.
Genau, also es ging primär um die US-Außenpolitik unter Donald Trump und es war eben im April, wo dann die ersten Beschwichtigungsversuche von Trump gescheitert sind und die erste äh, diplomatische Offensive quasi von Putin eigentlich nur mit äh, weiterem Raketenbeschuss und so weiter beantwortet wurde. Und da habe ich dann im Prinzip einfach nur ein bisschen versucht darzulegen, dass ich glaube, dass Peace through Strength das Richtige wäre und dass ich aber eben glaube, dass Trump das nur propagiert, aber die Stärke quasi nicht wirklich hinterlegt, weil er weder bereit war, irgendwie Sanktionen weitere Sanktionen zu verhängen, noch hat er irgendwie militärisch etwas getan, sondern ganz im Gegenteil, er hat ja dann durch den ganzen Zelensky-Eklat im Weißen Haus und so weiter dann Druck auf die Ukraine ausgeübt. Und dann habe ich eben gesagt, dass ich glaube, dass es nicht im amerikanischen Interesse ist, auch weil man dann Richtung Indo-Pazifik und China die falschen Signale sendet. Und da war er durchaus offen für und hat definitiv mit sich reden lassen. Also wir hatten am Ende eine 15-minütige Diskussion, die nicht eskaliert ist, sondern die von, wie ich sagen würde, gegenseitigem Respekt geprägt war. Und an ein, zwei Stellen hat er auch gesagt, hier, good question, I don't know so. Also Mhm, ich würde stark. sagen, er war nicht arrogant, er war kein Alleswisser, sondern er war definitiv bereit, sich von jemandem, der ihm irgendwie respektvoll begegnet, auch einfach sich die Argumente anzuhören und darauf einzugehen. Stark. Ist eigentlich tragisch, dass so jemand jetzt nicht mehr da ist. Na gut, es ist immer tragisch, wenn jemand nicht mehr da ist, gewaltsam ums Leben Absolut. gekommen ist. Wollen wir an der Stelle mal an die ganzen vielen Hunderttausenden von Menschen denken, die in der Ukraine schon gewaltsam ums Leben gekommen sind. Darum ging es ja dann auch. Ähm, okay, ich wollte noch mal fragen, wenn dieser Mord, du hast den jetzt eingereiht in Martin Luther King und John F. Kennedy, das sind ganz grausame Dinge. Bis jetzt ist der Täter noch nicht gefasst worden. Mhm. Ähm, das wird ja die Verschwörungstheorien fördern, die da jetzt kommen. Mhm. Wer profitiert jetzt von so einem Mord, abgesehen davon, dass jetzt eine riesige Spaltung passiert und dass die Leute möglicherweise aufeinander losgehen und dass es zu Gewalttätigkeiten kommen kann? Also das sehe ich so. Ja, also ich glaube, das ist zu früh, um das wirklich letztendlich sagen zu können, was das jetzt für realpolitische Auswirkungen haben wird. Ich meine, es wird ja jetzt schon hierzulande viel kritisiert, dass Trump in seinem direkten Statement danach die Linksextremen dafür verantwortlich gemacht hat. Aber ich würde halt in dem Sinne sagen, wir wissen nicht, ob es ein Linksextremer war, ist vollkommen klar. Aber ich würde Trump in dem Sinne zustimmen, dass ich sagen würde, dass die linksextreme Rhetorik der letzten Jahre, die eben mit Übertreibungen nicht gespart haben, definitiv dazu beigetragen haben, dass man politische Gewalt rechtfertigt, wenn jemand eine Meinung hat, die eben völlig außerhalb des medialen Mainstreams ist. Und deswegen würde ich sagen, unabhängig davon, wer jetzt konkret der Täter war, wenn man sich die Reaktionen anschaut, dann würde ich sagen, ist Trump in seiner Analyse da schon richtig dabei. Ich bin jetzt natürlich, ich hoffe, dass es nicht auf eine Trotzreaktion auf der rechten Seite führt. Ich glaube, das wäre fatal. Und da wird sicherlich solche und solche geben. Ich fürchte, dass es einfach weiter zur Polarisierung und zur Spaltung und zur Unversöhnlichkeit, die in Amerika ja in den letzten 15, 20 Jahren extrem zugenommen hat, dass es weiter befördert wird. Ähm, Ich würde halt immer sagen, das hat nicht erst mit Trump begonnen, sondern das hat auch schon mit Obama 2008 begonnen. Also ich glaube, dass es jetzt sehr stark davon abhängt, wie die nächsten Wochen aussehen werden, wie Donald Trump reagiert, und wie auch die ganzen konservativen Influencer darauf reagieren werden. Ähm, aber ich glaube, es ist zu früh zu sagen, welche politische Seite jetzt irgendwie auch langfristig davon profitieren wird. Mhm. Ich finde, man sollte auch noch mal tatsächlich nach Russland schauen und denken, ich denke, dass dieser Mord, dieser wirklich grausame Mord, meine Meinung ist das jetzt, dass das Russland nützen wird. Denn Amerika wird jetzt wirklich Abgelenkt aufgewühlt. sein, also. Bitte? Du meinst, dass Amerika abgelenkt sein wird jetzt? Genau, dass Mhm. Amerika abgelenkt sein wird, dass jetzt wirklich Tumulte sehr leicht losgehen werden.
Hm. Und Russland plant definitiv etwas. Das konnten wir gerade an den 19 Drohnen gesehen, die Hm. Polen gelandet sind. Und sie haben jetzt diese Sapad-Übung Nächste und Woche ist die Übung mit Belarus. Ja, ja, ja. richtig, die startet da und die Baltenstaaten sind extrem angespannt und die ganze NATO ist extrem angespannt. Und Amerika wird jetzt mit sich selbst beschäftigt sein. Deswegen, dieses Timing ist Hm. eine Sache, die mich nachdenklich stimmt. Hm. Und politische Morde sind im Werkzeugkasten von Russland und vom KGB. Ich will jetzt hier keine Verschwörungstheorie sehen, tue es aber dennoch. Vielleicht steckt Russland auch dahinter. Das sollte man einfach auch mal bedenken. Ich spreche es einfach an. Das Hm. ist es. Was soll ich hier sagen? Man wird niemals Beweise finden. Ist reine Mutmaßung und Spekulation, aber Und es das, ist definitiv natürlich für, also ich würde auf jeden Fall dem zustimmen, dass es jetzt für die Situation der Ukraine definitiv nicht förderlich sein wird. Ne? Ja, ja. das ist definitiv so. Definitiv. Ich habe auch gedacht, dass Russland und Putin und die ganzen Kriegstreiber dort, dass die sich wirklich freuen über diese Sache, die passiert ist. Das ist genau in deren Sinne. Ich, Lass uns nochmal zurückgehen zum Persönlichen. Ich wollte dich noch fragen, lieber Leonhard, wie bist du überhaupt darauf gekommen, den Charlie Kirk herauszufordern, den zu treffen? Wie ging das einfach vor sich? Es war eine relativ spontane Sache eigentlich. Also wir waren im Prinzip die Familie meiner Frau besuchen und meine Schwägerin hat dann, ich glaube, es war am Vorabend oder an dem Morgen von dem Event mir quasi davon erzählt. Und ich kannte Charlie Kirk relativ gut halt von den ganzen Online-Formaten und so, aber ich kannte diese College-Touren nicht. Und deswegen war ich erstmal abgeneigt, dahin zu gehen, weil ich dachte, ich muss dem jetzt nicht irgendwie 3 Stunden zuhören. Ich kenne seine Positionen. Aber als ich dann gehört habe, dass das im Prinzip so ein Hin und Her ist und ein Open Mic und so, dachte ich, dann schaue ich mir das definitiv an, weil es an einer recht liberalen Uni war. Also es war an der Washington State University, Mhm. die jetzt definitiv nicht stramm rechts oder konservativ ist. Und deswegen dachte ich, da gibt es sicherlich interessantes Diskussionspotenzial. Und dann bin ich da hingegangen und wollte mir das einfach erstmal anhören. Ich bin nicht irgendwie da hingegangen, weil ich vorhatte, eine Frage zu stellen. Ich wollte mir Mhm. einfach das Format anschauen. Und nach 20 Minuten oder so kamen dann halt ein paar aus seinem Team, sind einfach durch die Reihen gegangen und haben gefragt, ob man eine Frage stellen will, sind einfach proaktiv auf Leute zugegangen. Und dann habe ich kurz nach dem Prozedere gefragt und dachte dann, warum nicht? Und es war halt gerade wirklich in den Tagen, wo außenpolitisch sehr, sehr viel passiert ist. Und dann war ich quasi der Einzige, der nicht auf die klassischen Kulturkampfthemen in Amerika draufgegangen ist. Also die meisten fragen dann halt irgendwas zu LGBTQ, Transgender oder Abtreibungsgesetzen oder eben tatsächlich auch den ganzen Waffengesetzen. Und ich habe dann eben zur Außenpolitik das Ganze gemacht und ja, war auf jeden Fall positiv überrascht von seiner offenen Art. Aber es war eine sehr spontane Geschichte. Stark. Also Ja, ich war auch wirklich überrascht von dem. Definitiv ein echter Verlust, sowas. Und abgesehen, das darf einfach nicht passieren, sowas. ja, Leonhard, ich danke dir herzlich für dieses Gespräch. Es war sehr interessant. Es war persönlich und es war tiefgründig. Ich fand's gut. Vielen Dank. Und sehr dir gern. alles Gute für deinen Podcast, für deine Arbeit. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Vielen Dank. Alles Gute. Tschüss. Ciao.